Wir sind hier auf dem Betrieb von Christian Rüfenacht in Langiron im Kanton Waadt. Er benutzt für die Fixation seiner Tiere kein Fressgitter, sondern einen Behandlungsstand. Diese Möglichkeit möchten wir euch jetzt aufzeigen. Wir haben 34 Hektare und das Land ist relativ stotzig. Wegen dem haben wir Mutterkühe Angus, weil das sind ganz resistente Rassen. Und seit letztem Jahr haben wir die Masthühnchen für meinen Sohn, der auf den Markt geht. Und noch 3 Hektare Ackerbohnen und Weizen. Mein Sohn war 3 Jahre in Amerika und nachher, als er heimkam, hat er gesagt, Papi, ihr müsst aufhören, eure Ware, die ihr verkauft in der Landwirtschaft, um so tiefe Preise. Wir müssen den richtigen Preis verlangen. Nachher hat er das Zeug in die Finger genommen und seither macht er Markt, Morges, Lausanne und Yverdon und Direktvermarktung über Internet. Und da hat er eben schon auf der Internetseite hat er eben schon geschrieben, sein Ziel ist Hofschlachtung machen. Und 2022 und 2023 haben die Leute gefragt, wann ihr Hofschlachtung machen. Das ist eine Nachfrage von den Kunden, von der Stadt. Das ist eine Behandlungsstange, die wir brauchen für alles zusammen, für Tiere zu pflegen, für wenn ein Viertel hat oder ein Ohrmarken fehlt oder auf den Rücken für Pflege und so weiter und so fort. Und dann brauchen wir diese Behandlungsstange, wenn wir zum Beispiel gegen Tierwege auf die Weide draussen. Zuerst auf den Boden alles zusammen, das wegnehmen und dann die Rädchen lüpfen. Und dann, wenn wir eben auf der Weide sind oder eine Behandlung oder so, tun wir eben so solche Gitter her. Dann tut man die auf und meine Frau hat den Hunger, Bochdechgoli, geht man die Tiere riechen, kommen sie hier rein und dann tut man die Barrieren hinter zusammennehmen und dann ist die ganze Gruppe blockiert. Und wenn man eins schlachten will, dann nimmt man halt das, was man schlachten und die anderen lässt man wieder raus. Die Tiere sind hier hinten, dann kommen sie hier rein. Hier tut man zu, blockieren. Nachher tut man hier auftun. Der Metzger, der da ist, tut es hier schneiden mit dem Apparat. Und mein Sohn, der ist parat. Wenn das Tier tot ist, tut er hier lüpfen. Und dann tut er sofort die 2 Türen auftun, dass wenn das Tier absacken, geht es nachher auf die Seite und dann kann man den Scheich nachher oben anmachen. Dann gehen wir mit dem Arm hier rein, dann kann man am Scheich lüpfen und dann gerade hoch, ein bisschen zurückfahren. Minimum, ich sage jetzt 5,5 Meter muss man lüpfen. Und tut man so einen Kübel drunter, dass das Blut direkt reingeht. Voilà. Und dann haben wir einen Anhänger, den wir mieten können. Und dann tun wir so rein und tun wir auf die Schragen legen und dann fahren wir in die Metzgerei, wo sie das Tier ausnehmen und so weiter. Das ist ein Werkzeug, das wir regelmässig brauchen. Die Tiere sind gewandt. Wenn ich denke, in der ersten Hofschlachtung haben wir 3 Tiere zusammen und dann haben wir sie alle zusammen durchgelassen. Und dann, als es richtig war, haben wir sie drin gelassen. Aber die sind durchgelaufen, wie wenn sie jeden Tag durchgingen. Und das ist natürlich super. Wegen dem habe ich das gewählt. Und eben, wie ich schon vorhin gesehen habe, man kann fahren mit, man kann auf die Weide, man kann irgendeinem Ort her. Und das finde ich eben super. Ja, was nicht einfach war, ist, weil da braucht es eine Bewilligung vom Veterinäramt. Da muss man schon sagen, welcher Schlachthof, der Metzger oder der Besitzer, der muss unterschreiben, dass er einverstanden ist, dass tote Tiere zu ihm kommen. Der das Tier töten muss eine Prüfung gemacht haben und das Papier muss das Veterinäramt haben. Wow, von dem her war es relativ kompliziert, für alle die Papiere zusammen zu haben. Ich würde jetzt jedem Bauer empfehlen, das zu machen, weil das ist erstens zum Wohl des Tieres und die Qualität des Fleisch. Das ist, voilà, das ist das Beste für mich. In diesem Video haben wir euch gezeigt, wie die Hoftötung mit einem Behandlungsstand, einem Hoflader und dem T-Trailer funktioniert. In weiteren Videos zeigen wir euch andere Möglichkeiten, wie ihr die Hoftötung auf eurem Hof umsetzen könnt.